Mit der neuen Option dbDirPath haben wir die Möglichkeit, die Herstellerdatenausgabe noch einfacher und noch flexibler zu gestalten. Auf die herkömmliche Art tragen wir hier den langen Pfad ein, wohin die Daten geschrieben werden sollen. Nach dem erfolgreichen Exportieren sehen wir in dem Ordner, dass dort die Daten hinterlegt worden sind, wie von uns gewünscht. Diese entfernen wir wieder und gehen in die Ausgabemaske von eCadStar wieder rein. Hier nehmen wir uns den langen Pfad weg und tragen dort einfach die Option bzw. die Variable dbDirPath. eCadStar weiß jetzt, beim Exportieren wird diese Variable durch den lokalen Pfad des Designs ersetzt. Hier tragen wir noch den neuen Namen ein für die Ausgabe, speichern es und sagen Ausführen. Das System stellt fest, dass es diesen Pfad nicht gibt und fragt uns, ob wir diesen erstellen möchten. Nach dem erfolgreichen Exportieren sehen wir uns noch einmal den Ordner an und sehen, dass dort die Daten hinterlegt worden sind.